So, jetzt geht's auch ganz schnell weiter. Ganz, ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Ich hoffe, das ist keine... Spirit, without glory. Glory? I'm thinking out loud. This cruiser of theirs seems so powerful. Worthy of the mightiest space conquerors. Yet on this planet, all that awaited its crew was death. Not glory. Gehen wir da jetzt echt rein? Ich sollte eigentlich ein Funkgerät finden, ne? Aber ich glaube, die Sachen hier sind alle nicht offen. Da will ich nirgendwo reinkommen. Die haben ganz schön was hier aufgefahren, die Sondertypen. There's one more thing, Yasna. And this is important. I'll be able to confirm it in a while, but so far everything indicates... What is it, Astrogator? Headquarters were right about the Invincible. It's actually flying here. If I'm reading the message correctly, they'll be here in a few days. They're looking for the missing Condor. And they have no idea of the danger. Everything makes sense now. They were coming to rescue their people from the very beginning. Not to gain some imaginary advantage over us. One doesn't exclude the other, but yes. Turns out it's mostly about the Condor. Boah, ist das ein Teil. Okay, rein in den Bauch der Bestie. Bis bald. Wünsch mir Glück. Ich gehe hier rein. I'm in the cargo hold. Oh, oh. Alles klar. Rein, aber nicht mehr raus, ja? Die sind auch alle tot? Wieso? Was zum Teufel ist denn hier los? Was soll der Quatsch? So viel überlegene Technologie und keine Chance. Also vielleicht finden wir noch ein Funkgerät. Hier ist noch ein Bericht. Sehr geehrter leitender Servicetechniker, ich schreibe dir vorschriftsgemäß und wie von dir selbst in unserem Gespräch angeraten auf formellen Wege. In diesem Sinne möchte ich schriftlich noch einmal bekräftigen, was ich bereits mündlich berichtet habe. Auf unserer letzten Erkundungsmission ereignete sich folgender Vorfall. Nachdem unsere Fahrzeugkolonne einen verdeckten Steppenläufer aus metallartigen Drähten überrollte, versank ein Bein des Antimet in einem Spalt, den weder ich noch unsere anderen Navigatoren hätten kommen sehen können. Daraufhin wurde er über eine Woche im Wartungsbereich festgehalten. Ich wiederhole, eine Woche. Mir ist bewusst, dass Aktane in die als Kanonenfutter bezeichnete Ausrüstungsklasse fallen. Zumindest betrachte ich das als ihre Aufgabe unter schwierigen Bedingungen, beispielsweise auf unerforschten, brennenden Planeten, in eisigen Umgebungen oder in einer Wüste voller Felsspalte wie dieser. Und dass dies auch die Intention ihrer Erbauer war. Ich schätze, dass mir auch im Klaren darüber sein muss, dass die erforderliche Zeit zur Reparatur von lächerlichen, überdimensionierten Roboterfüßen länger ist, als dem gesunden Menschenverstand bei einer im Grunde einfachen Wartungsmaßnahme vermittelbar.
Offenbar sind meine kognitiven Fähigkeiten in diesem Bereich stark begrenzt, wenn es mir verdammt nochmal nicht in den Kopf gehen will, wie man so lange für eine Reparatur brauchen kann. Da fehlt ja wohl ein Wort. Deswegen appelliere ich an deinen Berufsethos. Wenn ich darauf bestehe, dass der zuvor erwähnte Aktan meiner Division, der zwar kein vollwertiges Mitglied der Mission ist, dennoch ein wichtiges Asset dafür darstellt, für das du, ich und die gesamte Allianz sowie seine edlen Schöpfer verantwortlich sind. Mit freundlichen Grüßen, Navigator Joren, Herr Jesus Christus. Man kann es auch echt übertreiben mit der... Ich suche eigentlich noch ein Mikrofon, ein Funkgerät, ne? Vielleicht finden wir noch mal eben eins. Mal eben gucken, ob da vorne noch was ist. Cool, ich kann hier ein bisschen hin und her fahren, oder was? Alles klar. Auf zu Level 2. It's a one-way trip. Oh shit. Es geht ganz nach oben. Ich springe einfach hier raus. Was geht's? Was passiert, wenn ich hier rausspringe? Kann ich nicht, okay. Okay, kann ich das noch ändern? Nein, alles klar. Das Ding scheint auch beschädigt zu sein. Wahnsinn, was ein Teil, ey. Oh, hier sind noch ganz viele frische Anti-Meds. Mir wird mir ganz mulmig, dass hier alle so schön in Reihe und Glied stehen. Was ein Teil, ey. Oh, jetzt schon wieder ein Toter. Und noch ein Bericht. Ups. Kurze Mitteilung, die mit freundlichen Genehmigung des Kommandos an die Allgemeinheit weitergegeben wird. Wichtig, eine Uhr der Marke Delbana mit einem Zifferblatt in Form eines Seesterns wurde als verloren gemeldet. Sie befindet sich seit 4 Generationen im Familienbesitz, einst von einem Vater repariert, der als Uhrmacher tätig war, getragen von seinem Sohn, der als Astrophysiker arbeitete. Das Phänomen der kosmischen Zeitdilatation mindert weder den sentimentalen Wert des Objekts, noch ermöglicht es, nach dem derzeitigen Stand der Forschung in der Zeit zurückzugehen und das Artefakt nicht zu verlieren. Der freundliche Finder wird daher gebeten, es zurückzugeben. Jaco, Astrophysiker im 2. Deck. Ach du Schande. Hat ihn jemand die Uhr geklaut? Das ist ja wohl absolut inakzeptabel. Gucken wir mal eben hier, ob wir noch was finden. Wie zum Beispiel ein ersehntes Funkgerät, aber hier scheint es nichts zu geben, außer eine ganze Bataillon von Anti-Meds. Okay. Soll ich hier noch was drücken? Ne, alles klar. Dann ganz da oben. Hm? Wenn es irgendwo ein Funkgerät gab, dann habe ich es wohl versäumt, es zu finden. Well, let's go up. Next stop, Rahitra. Ja, alles klar. Wenn es ein Funkgerät gab, habe ich es wohl versäumt. Okay. Not quite at the bridge yet. But I'm getting closer. Much closer, Rahitra.
It must be the medical wing. Surprisingly, everything's still running. Was for a hitcher here? Different sections. Different elevator cards? They really overdo it with the security measures around here. I guess I still have some time to look around. Schon wieder das mit der Uhr? Ja. Er hat seine Uhr sehr geliebt, anscheinend. Sentimentaler Gegenstand. Oh Mann, da war jemand hungrig. Hilfe zu essen kann nicht gesund sein. Scheiße, was tut man, wenn man so hungrig ist? Hm? Frisst man egal, was kommt? Schaffst du einfach alles in dich rein? Wow, schöne Aussicht, ne? Jetzt sind wir wirklich ganz oben. Wahnsinn. Könnte auch der Mars sein. Ach du Scheiße. Oh, der hat... Der hat noch wild um sich geschossen. Arztbericht. Der Patient am Tag der Aufnahme. Organfunktion unauffällig. Körpertemperatur unauffällig. CRP unauffällig. Sichtbare Angststörung, die sich in Dysphonie, beschleunigtem EKG, vermindertem Benfluorex-Spiegel und Schlafprobleme äußert. Gespräch. Der Patient hat in den letzten Jahren sein Wissen über die Umkehrung astrophysikalischer Phänomene vertieft. Vor 3 Wochen und 2 Tagen formulierte er eine Theorie über ein weißes Loch, das Gegenteil eines schwarzen Lochs. Nach Ansicht des Patienten stößt ein weißes Loch aus, was von einem schwarzen Loch absorbiert wurde. Und wenn sich ein weißes und ein schwarzes Loch einander annähern oder nähern, kann ein Tunnel zwischen ihnen entstehen. Diagnose: Angstneurose, verursacht durch starken Stress und Überanspruchung des Gehirns in den Abend- und Nachtstunden und körperliche Erschöpfung. Schlussfolgerung: Der Patient hat nicht angegeben, welche Art von Gebilden, die angeblich von einem weißen Loch ausgeworfen und zuvor von einem schwarzen Loch, also in einer anderen Dimension, absorbiert wurden, bei ihm derart starke Angstreaktionen hervorrufen. Er nannte auch keinen Grund, warum der erwähnte Tunnel sein Sicherheitsgefühl gefährden könnte. Seine wiederholten Ausführungen und angefertigten Zeichnungen deuten jedoch auf einen direkten Zusammenhang zwischen der Hypothese und der Angstneurose hin. Empfehlung: sofortige Einstellung der Forschungsaktivitäten, engmaschige ärztliche Überwachung, Entspannungsübung. Bei ausbleibender Besserung einmonatiger Winterschlaf. Die ist immer eben so in eine Kältekammer gesetzt, oder wie? Ja. Der sieht aus, als wäre er verhungert. Oder als wäre ihm die Feuchtigkeit entzogen worden. Ausgedörrt. Oder das sieht einfach so aus, weil er schon sehr lange tot ist. Aber da müsste es hier eigentlich ziemlich drin stinken. Hier ist ja Sauerstoff drin und sie müsste sich dafür extrem beschweren oder irgendwas sagen. Hier ist noch was. Schutz gegen Fliegen. Chemische Ansätze. Wir können der Besatzung vor der Landung auf Regis III GABA verabreichen. Wirkungseintritt zu langsam. Durchstrichen. Beeinträchtigt die Fähigkeit der Besatzung zu sehr. Sackgasse. They considered even the most absurd forms of protection against a cloud. And I don't blame them. Ja, aber wenn ich das hier richtig lese, Schutz vor Fliegen, chemische Ansätze, wir können die Besatzung vor der Landung.
Das heißt, die wussten Bescheid, was auf sie zukommt. Ja, verfickte Scheiße, warum sind die alle tot? Das sieht aus, als wären die von jetzt auf gleich gestorben. Laut des letzten Feldberichts, er erreichte uns kurz bevor die Kommunikation zusammenbrach, ist nur ein einziger Fall einer Immunität gegenüber den Aktivitäten der Fliegen bekannt. Einer der Techniker hatte Kontakt mit der Wolke, weist jedoch keinerlei Erinnerungslücken auf und hat auch keinerlei kognitive Fähigkeiten eingebüßt. Kurz gesagt, die Fliegen scheinen sich nicht für ihn zu interessieren. Wir nehmen an, dass er beim Erstkontakt mit der Wolke wahrscheinlich stressbedingt in eine Art natürlicher Stupor verfiel, wodurch seine Hirnaktivität kurzzeitig reduziert wurde. Die Wolke hielt ihn wahrscheinlich für ein neutralisiertes Individuum und kennzeichnete ihn dauerhaft als harmlos. Wir haben leider keinerlei Beweise für die Hypothese. Da, Klammern durchgestrichen, wir haben nichts. Uns fehlen die nötigen Daten. Huh. Is that why the flies didn't wipe out all of my memory? Because I fell into a natural stupor. It makes some sense, I guess. Ja, jetzt haben wir mal eine Erklärung, wieso Yasna eventuell, wieso Yasna nicht tot ist. Die Gehirnaktivität von Asyma ähnelt der von Neugeborenen. Vielleicht könnte eine erneute Simulation des Gehirns die Bewusstseinsstörung beheben. Behandlung: transkranielle Magnetstimulation, Einsatz eines Nekroextraktors, Wiederherstellung kognitiver Fähigkeiten möglich, aber was ist mit Erinnerungen? So. Also man kann die Leute zurückholen, aber die Erinnerung ist verloren. Was? Schutz gegen Fliegen, elektrische Verschleierung. Das gelöschte Gehirn weist eine deutlich reduzierte elektrische Aktivität auf. Laut neuesten Berichten interessieren sich die Fliegen nicht mehr für ihre Opfer. Schlussfolgerung: Wir müssen gesunde Hirnaktivitäten verschleiern. Tarnhaube möglich. Vielleicht dünnes Metallgewebe unter dem Haar. Emission schwacher elektrischer Impulse, um Aktivität gelöschter Gehirne nachzuahmen. Keine Testperson verfügbar. Funktionstüchtigkeit des Prototyps ohne weitere Tests nicht nachweisbar. Ja, die haben auf jeden Fall versucht, hier eine Lösung zu finden. Dieses Gerät sendet punktgenau magnetische Impulse in das Gehirn, was eine Depolarisation verursacht, die den darunterliegenden kortikalen Bereich und verknüpften Bereich stimuliert. Dies wiederum führt zu einer erhöhten Neuroplastizität und Neurogenese. Vorläufige Hypothese: Diese Methode sollte es dem Patienten ermöglichen, sprachliche Fähigkeiten wiederzuerlangen und komplexe soziale Situationen wieder zu verstehen. Es ist jedoch nicht möglich, die Amnesie rückgängig zu machen. Aber das ist doch eine Heilung. So apparently there's hope. We can... No. Wait. The memories won't come back. So much for the hope. Aber es ist ein Anfang. Ne? Es ist auch ein Anfang, immerhin. Obwohl, da müssen die auch wieder alles neu lernen. Ja, nichtsdestotrotz ist das besser als, gar nichts. Hier ist ein Funkgerät. Willst du mit dem Astrogator reden? Wir haben alles, oder? Meine Fresse, ey. Ist schon überall drin? Ich glaube nicht. This soporific could be useful, although I prefer not to have to use it. Rachel must have given them something to calm them down.
as he did in the hideout. He couldn't get out. Poor bastard. Wir können ihm ein paar Zigaretten mitbringen. Wenn er sich wieder aufregt, kriegt er was zu rauchen. Das wäre doch ganz nett, oder? Professor Asyma. Am 24. Tag der Mission außerhalb der Basis aufgefunden. Symptome: Bewusstseinsstörung, Akinese, Multimus, Amnesie, keinerlei Reaktion auf komplexe Stimuli. Ursache unbekannt. Erwachen wird den 64. Tag der Mission angesetzt. Zeit für Forschungsprozess 22 Tage. Ich verlaufe mich gerade hier. In dieser Riesenbasis. Aber irgendwo wird hier doch wohl noch mal ein Dings sein, oder? Ich finde hier gerade so viel Zeug. Dann finde ich doch bestimmt auch irgendwo ein Mikrofon. Ach ja, ein Funkgerät. Eine Toilette. Nach all der Zeit endlich eine Toilette. Die sieht aber auch ziemlich bitter aus. Yasna, jetzt ist deine Gelegenheit, dich mal zu erleichtern. Na gut, hier waren wir auch. Okay, alles klar. Ich würde sagen, den medizinischen Bereich haben wir komplett abgelaufen. Schädelinternneuronstimulator, SCS. Allgemein bekannt als Nekroextraktor. Benutzerhandbuch. Funktion: Aufzeichnung der letzten bewussten Signale eines bereits toten Gehirns. Methode: Abgabe von elektrischen Impulsen an jene Nervenfasern, die im Endstadium eine funktionale Einheit bildeten. Folgendes Schema sollte befolgt werden: Die Haut auf der Stirn des Verstorbenen mit Hilfe des SIS reinigen. 6 flache Elektroden mit einem elastischen Band an den im Schema markierten Stellen anbringen. Den SIS auf die vorgegebenen Werte einstellen und durch Betätigung der Starttaste aktivieren. Die angeschlossenen Kopfhörer aufsetzen. Die letzten Signale des Gehirns des Verstorbenen beobachten. Ach du Scheiße. Achtung, die vorstehende Anleitung sollte nur bei kürzlich Verstorbenen oder an Leichen in frühen Verwesungsstadien angewendet werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung gelten als unsicher und potenziell unethisch. Du Scheiße, was ist das denn für ein Ding, ey? Das müssen wir gleich ausprobieren. Wo ist eine Leiche? Können wir das Ding mitnehmen? Das ist ja unfassbar, ey. Und noch was. Aber immer noch kein Funkgerät. Erneuter Antrag auf Erlaubnis zur Arbeit an privaten Projekten. Hiermit bitte ich erneut um Erlaubnis mit der Weiterentwicklung von 2 Lesegeräten mit den vorläufigen Bezeichnungen Opton und Lekton. Ich möchte die Behauptung der leitenden Ingenieure widerlegen, dass es sich bei meinem Konzept um reine Fantasiegespinste und abstruse Ideen handelt, die nicht umsetzbar sind. Genau aus diesem Grund habe ich einen Prototypen des Opton entwickelt. Ich möchte noch einmal die Grundlagen meines Konzepts erläutern. Ich bin felsenfest von der Umsetzbarkeit der kühnen Vision aus der Feder des Fantasy-Autors mit dem Pseudonym Lem überzeugt. Lem? S. Lem? Der Mann, der The Invincible schrieb.
In Zukunft wird das gesamte Wissen der Menschheit nicht mehr auf analogen, natürlichen Medien aufbewahrt werden. Bücher werden stattdessen die Form von Kristallplatten annehmen, in denen Wissen gespeichert werden kann. Diese Kristalle können mit dem bereits erwähnten Opton ausgelesen werden. Mein Design ähnelt in seiner Form dem eines Buches, jedoch nur mit einer einzigen Seite zwischen den Buchdeckeln. Eine einzige Berührung reicht aus, um darin zu blättern. Die Vorteile: Diese Lösung ist äußerst platzsparend, ohne das ursprüngliche Leseerlebnis zu beeinträchtigen. Dies kommt unseren Bibliotheken zugute, wodurch wir die Möglichkeit, noch viel mehr Wissen an einem Ort aufzubewahren, was uns im Kampf um den Weltraum einen entscheidenden Vorteil verschafft. Wodurch wir die Möglichkeit haben, oder? Da fehlt doch auch wieder ein Wort. Hinweis: Zu Vorführungszwecken werde ich eine Geschichte zu Ehren der Invincible im Opton speichern. Sehr cool. Bei meinem letzten Konzept, dessen Umsetzbarkeit ebenfalls von mir verifiziert wurde, handelt es sich um ein Lesegerät mit Audiowiedergabe. Dieses Gerät kann beispielsweise von Schiffspiloten verwendet werden, die auf ihren langen Reisen ihren Horizont mit Hilfe literarischer Meisterwerke erweitern wollen. Deshalb schließe ich die Möglichkeit nicht aus, die Geschichte auch in Audioformat zu präsentieren. Zusammenfassung: Ich bitte hiermit darum, meinen Antrag stattzugeben, sowie um einen Präsentationstermin zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach unserer Abreise von Regis III, damit ich meine Arbeit am Opton und am Lekton schnellstmöglich wieder aufnehmen kann. Sehr cool. Er hat das Tonbandgerät und das Tablet erfunden, oder wie? Aber jetzt ist er tot. Ja. Sehr bedauerlich. Mal sehen, ob es hier noch was gibt. Das sieht aber nicht so aus. Und hier bin ich gekommen. Ja, kein Mikro, kein Funkgerät gefunden. Okay. Ich kann nur eins anwählen. Alles klar. Were you deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... Never mind. Dirac field. Ready to activate. Spherical thrower. Rahitra! Here. Oh, scheiße, noch ein Toter. Why don't you help me? With what? With the probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. It's about to start. I can't wait any longer. But why, Rahitra? What for? I'm aware that I may lose communications. The Cyclops won't stop fighting, but I'll lose visuals. You understand? That's not what I asked. Yasna, make a decision. Here and now. All right. Have it your way. Let's destroy them. Now we're talking. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war, was ich da jetzt gemacht habe. Na gut. I'm ready. What am I looking at? It'll be... number 5, a long-range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. Sonde wechseln. Gegen, steigen. There's the Cyclops. Great. Force field activation. I confirm. Field active. The cloud's within reach. I'm shooting.
Boah. The close range is dead. No wonder. It's boiling over there. The field is shrinking. Calm down, Yasna. It will hold. Whoa! Oh, beautiful. It's not a machine, it's the devil himself. I'm telling you. Shit! Boah. I'm losing connection. Do you see anything? They're creating a tight formation. A cyclone. Fucking shit! Oh. Oh. Wir verlieren die Verbindung. That can't be good, right? Boah. What was that? You tell me. Can't you see anything? Probes, yeah? The mid-range is dead. How about the long range? The long range works. The cloud has stopped attacking. The Cyclops is... Huh? What is it doing? What did you see? Oh nein. Yasna! The cloud won. What? You said... Don't count on the Cyclops anymore. Circus must have gone haywire. It shot down the probes. Now it's probably operating with a new goal. Like all those machines earlier. I don't understand. How? This is pure madness. Hey, at least we still have the Invincible. Don't mock me. I'm not mocking you, Rahitra. They really are flying here. They'll be here in about... Just hold on for a moment. I'll find out. Condor, are you there? This is the commander of the IC Dragonfly unit, Astrogator Novik. Astrogator, this is Yasna. I managed to get to the Condor's bridge. Rahitra and I led the attack on the cloud, but the Cyclops... Failed? Worse. The Cyclops got out of control and knocked down the probes. I had a feeling it would end like this. Do you know what Rahitra is planning now? I have no idea. Well, then I need to talk to him. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Done. Please talk. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have In thought? that case, I'm making an official request to join our forces, to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's true.
Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Ritra. Please, just tell me straight. What are you up to? I'm arming the charges. Arming what? Explosives, cluster munitions? Hydrogen. What? Ritra, are you serious? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Oh, heftig. That's quite an arsenal. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. An amount of energy could rip the planet to pieces. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. Are you sure this is a good idea, Ritra? Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You're like me. You would do anything for your crew. Look, I understand how you feel. But you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro-evolution. Dead evolution. Probably non-sentient ones. Taking revenge on the Cloud is like... Whipping the ocean for sinking a ship? Exactly. Like Xerxes. We won't gain anything from a mindless attack. On the other hand, knowledge about these creations may turn out to be crucial in helping their victims. In helping you, Ritra. My memory, you could... It's possible. Well, thank you. What for? I haven't done anything. For reminding me of my mom. But as long as the Cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Ritra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget, Ritra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yasna, what do you think? They're not stupid or hostile, but rather programmed to react. To radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications. To thwart the exchange of information. So... they see no difference between a man and a machine? They take our brains for transmitters. That's why they're attacking us? Exactly. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasna found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Oh, they certainly competed with the local fauna. We've seen fish that evolved to sense electromagnetic fields. And underground, I found fossils of lizard-like reptiles. Some of them must have been predatory. Well, I find it hard to believe that any prehistoric reptiles would possess our level of technology, not to mention an arsenal. They wouldn't have. But there were other machines here as well. Other machines? I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for all this. How did these machines even get here? Who built them?
Our cyberneticist had a hypothesis before he lost consciousness. About the Lyrans. Yes, that one. Lyrans. It does ring a bell. Wasn't there a book about them? The Crewmitglied's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the sixth planet of the system was inhabited by intelligent beings. Let's say their scout ship landed here and that a disaster occurred. Some kind of reactor explosion, chain reaction. Suffice to say, the wreckage that landed on Regis III had no living beings on board. Only the machine survived. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis III. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. What is a guiding principle of a homeostat? To survive. Apparently the machines pose a threat to one another. They use the same source of energy to function. A common, finite resource. Okay, but why did some flies survive this? Not something bigger and better. The way I see it, they were better. The best. In necroevolution, the bots that used up the fewest resources won. So they miniaturized, or became sedentary. The former process gave rise to the cloud. The latter started this bizarre genre of metal structures, resembling vegetation, which formed the city. And they're still growing? No. They lost the fight for survival, and now they're just rusting remnants. Only one form survived. The flying microbots that conquered all land areas on Regis III. So these flies were just the best adapted. To the conditions of this planet? Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis III. The local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply, For me, the matter is perfectly clear. Makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? But that's the thing. I don't. It's invincible. Yasna, do you agree? Well, Ja, keine Ahnung, ob wir eine Chance haben. Aber wenn, dann müssten wir ein EMP haben. if this is gonna work, the attack must be all out. What are you saying, Doctor? After a sufficiently powerful explosion, the ocean waters will begin to vaporize. Cloud cover will increase, the albedo will rise, and the resident symbionts won't be able to provide the minimum energy needed for reproduction. So yes, we can destroy the cloud, ha! I knew it! along with ourselves. Oh, you don't think we can defeat them and survive? Technically, we'd have to wipe out the entire planet. That's not our goal here, is it? No, it's not. But what else can we do, if not attack? Warten auf den Unbesiegbaren, von hier fliehen.
Ja, wir sollten uns verpissen, oder? We can leave this place and never come back. We have a lander. Sorry, but I'm not going anywhere. You, on the other hand? I'm surprised you didn't evacuate already. Well, I had to make sure you won't do something you'll deeply regret. Huh. I'm done. Warheads are armed. One more press of a button, and there'll be no turning back. I can't. That was close. I'm suspending all actions leading to conflict. But what should I do now? Well, we have a lander. So you can get to the Dragonfly. All of us? Yes. Your men are welcome on board. I'm going back. And you, Rahitra? Are you flying with us? You actually mean it? Damn. Thank you. But I can't leave just before my people arrive. I have to tell them about the cloud, necroevolution, this whole mess. But you... I can handle it, Yasna. I'll take the stimulants and hold out until they arrive. Whatever it takes to stay awake. Maybe I can write it all down. Good idea. Making records help me keep my head and all this madness. That's comforting, I guess. I've prepared Hopper for departure, but there's still a matter of access to the landing pad on the bow. Navik, how do you know about our landing pad? Well, you know what they say? Keep your friends close and your enemies closer. Astrogator likes big ships. Right. Anyway, someone has to break the force field and open the dome. The field automatically deactivates when the dome is opened. It's the same switch on the control station. All right. Sounds simple enough. Ich bereue es ein bisschen, weil Bumm wäre bestimmt geil Bumm gewesen. Verdammt. Look for the control station. There will be a lever that opens the bow. Okay, got it. Everything's ready, Astrogator. Copy that. Hopper is on its way. Good luck, Rahitra. Thanks. I'm gonna need it. Have a safe flight, Yasna. You Commonwealth ain't all that bad. Okay. Könnte ich ihn nicht betäuben und einfach mitnehmen? Ich habe eine Spritze dabei. Naja. Vielleicht in einem anderen Szenario, wenn man sich anders entscheidet. Yasna, can you hear me? Yes, we've reconnected. Great. Hopper is just landing. Wow, already? It went smoothly. The landing pad Oh. is generous in proportion. Like everything here. Das war's? Wir verschwinden? Are you ready? I'll just close the hatch and... And what? It's nothing. I'm gonna buckle up now. Besser ist das. Besser ist das. Bloß weg mit dem Zeug. Ready. Copy that. Hopper is taking off in 3, 2, 1.
Oh, das war's. Das war's. Wow. Ja. Ich würde das Ende gerne nochmal spielen. Das könnte theoretisch noch weitergehen. An sich ist das ganz schön gewesen. Es war kurz, aber es war echt ein Vergnügen. Ein kurzes, aber schönes Vergnügen eigentlich. Also insbesondere das Ende ist, also das, das sollte man nochmal spielen. Das könnte noch spannende Wendungen haben, auf jeden Fall. Okay. Alles klar, Leute. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Let's Play und im nächsten Projekt oder was auch immer wieder. Hören uns, wie auch immer. Haut rein. Dankeschön und bis bald.